Hallo, wir sind jetzt am Weltacker in Landshut. Es ist der 7. Oktober und das Feld sieht mittlerweile so aus, unser Bohnenfeld. Wir haben die Bohnen versucht zu stützen und ich habe jetzt schon erkannt, dass ich da nächstes Jahr noch viel sorgfältiger damit umgehen muss, weil die Bohnen, wenn sie umfallen und sehr hoch werden, dann hier in der Erde liegen und zu schimmeln beginnen. Teilweise haben wir nur einen Rand gespannt, aber es wäre bei einigen Bohnensorten notwendig, eine zweite Reihe zu spannen und auch dazwischen noch. Genau, die Bohnen sind jetzt in unterschiedlichen Reifegraden. Es sind welche dran, die noch ganz grün sind und auch welche, die richtig braune Schoten schon haben. Ich mache jetzt hier eine auf. Das ist jetzt in dem Fall die Hagenauer Rote. Genau, die sieht so aus und man sieht schon, die ist dann leicht angeschimmelt hier und eigentlich nicht mehr verwendbar. Sieht dann so aus, wenn die Bohnen verschimmelt sind. Ja, ich suche jetzt mal eine, die nicht verschimmelt ist. Hier, die, man fühlt es auch an der Schale, die ist noch nicht ganz trocken. Ja, und hier ist zum Beispiel eine noch okay und die anderen sind verschimmelt. Also die wäre jetzt noch zu verwenden und die anderen sind verschimmelt. Okay, hier haben wir unsere Erntehelfer und wir werden jetzt alles aber abernten, weil es wird jetzt richtig kalt schon in der Früh, hat es teilweise 7 Grad und wir ernten jetzt alles und trocknen es dann nach. Hier sind wir im Sojafeld. Das ist die ganz normale Soja. Vorne haben wir die Edamame, da gehe ich dann drauf noch einmal ein. Und was ich hier zeigen wollte, ist, dass diese Sojapflanzen viel mehr Wasser bekommen haben. Da drüben ist der Bach. Und die Pflanzen hier sind viel kleiner. Die haben unter der Trockenheit gelitten. Hier sieht man ganz toll, wie die Pflanze das Wasser braucht. Genau. Das sind die normalen Sojabohnen. Ich zeige das hier, die sind jetzt super schön reif. Immer 3 in einen. Und die werden dann büschelweise, wächst die Soja aus den Stielen raus. Das ist ganz pelzig, die Haut. Hier sieht man wunderschön die Soja. Die knacken so schön. Wir haben sie auch letztes Jahr getrocknet im Heizungskeller und dann kann man die richtig durchzerstoßen, platzen dann die Schoten auf und die Kerne fallen unten raus, wenn man sie per Hand erntet. Sehen wir die normalen Sojabohnen und auf dieser Reihe haben wir noch eine Edamame-Sorte gepflanzt. Hier sieht man die Schoten, die sind jetzt schon sehr reif, die lassen wir ausreifen, um sie dann nächstes Jahr wieder anzusäen. Ist jetzt noch nicht ganz trocken. Und dann suche ich mir noch eine grüne aus, die jetzt zum Essen wäre. Hier vielleicht, ist auch schon relativ weich. Die sehen dann so aus. Hier sieht man toll den Vergleich, diese Edamame, die im grünen Zustand geerntet wird. Genau. Und die andere Sojabohne. Die sind zur gleichen Zeit, das ist noch die Edamame, zur gleichen Zeit eingesät worden. Die Edamame schmeckt super gut, grün geerntet, in Wasser gekocht und mit ein bisschen Salz gegessen. Eine unglaublich tolle Vorspeise. Haben wir jetzt richtig hier am Weltacker entdeckt.